Extrablatt, Apostrophitis greift um sich. Extrablatt, ein Land im Apostrophenwahn. Extrablatt. Habt ihr schon mal von der Apostrophitis gehört oder dem Apostrophenwahn? Also von der Krankheit, bei der der Leidende zwanghaft Apostrophe an Stellen setzt, wo sie nicht hingehören? Heute geht es nämlich um den Deppenapostroph. Oh, sorry, das sagt man im Ruhrgebiet manchmal so. Eigentlich heißt es ja Apostroph. Deppenapostroph. Das klingt ganz schön gemein, oder? Aber ihr könnt mir glauben, die meisten setzen hier und da mal einen falschen Apostroph. Und dumm ist deswegen noch lange keiner. Keine Sorge, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Vor Willis Würstchenbude, einem Bahnhofsrestaurant, stehen stets viele Autos. Sarahs Schwester isst hier fürs Leben gern. Mittwochs nimmt sie immer das Mittagsmenü. Oh je, so viele Apostrophe. Welche sind richtig, welche sind falsch und damit sogenannte Deppenapostrophe? Um diese Fragen zu klären, gehen wir am besten mal ein paar Schritte zurück. Apostrophe kennt ihr ja. Sie sehen so ähnlich aus wie ein halbes Anführungszeichen und stehen immer oben in einem Satz oder einem Wort. Man spricht deshalb auch vom Hochkomma oder vom Oberstrich. In den meisten Fällen wird der Apostroph als Auslassungszeichen verwendet. Wird ein Laut oder eine Silbe ausgespart, kennzeichnet der Apostroph die entstandene Leerstelle. Ein Beispiel aus dem Alltag wäre: Entschuldigung, junger Mann, hätten Sie freundlicherweise einen Euro für mich? So redet natürlich niemand in eurer Klasse. Wahrscheinlicher ist, dass ihr gefragt werdet: Ey Alter, hast du mal einen Euro? Bei der Wiedergabe von mündlicher Rede wird der Apostroph genutzt, um anzuzeigen, dass im gesprochenen Wort etwas ausgelassen wurde, das normalerweise an diese Stelle gehört. So wird aus einen Euro in einer Unterhaltung eher mal nen Euro. Der Apostroph kann nämlich da gesetzt werden, wo ein unbestimmter Artikel verkürzt wird. Und auch da, wo das Pronomen es verkürzt wird, wie hier bei nimm es leicht bzw. nimm's leicht. Die Begriffe Apostrophitis, Deppenapostroph oder auch Idiotenapostroph existieren nur in der Umgangssprache. Wer diese Wörter benutzt, kritisiert damit die überflüssige und falsche Verwendung von Apostrophen. Als Entschuldigung für alle, die mal einen falschen Apostroph gesetzt haben, will ich aber sagen, die Regeln zum Gebrauch des Apostrophs haben sich schon ein paar Mal geändert. Das ging hin und her mit jeder neuen Rechtschreibreform. Wenn ihr dieses Video gerade im Jahr 2018 schaut, seid ihr auf dem aktuellen Stand. Wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht. Heutzutage sind die Regeln nicht mehr ganz so streng, wie sie einmal waren. Das heißt, der Apostroph muss nur in sehr wenigen Fällen gesetzt werden. Das heißt aber auch, er kann an manchen Stellen gesetzt werden, wo er früher überhaupt nicht gesetzt werden durfte. Gerade diese Kann-Apostrophe sind vielen Sprachwissenschaftlern ein Dorn im Auge. Denn seit Zulassung der Rechtschreibreform sind in einigen Fällen zwei Schreibweisen korrekt. Einmal mit und einmal ohne Apostroph. Nehmen wir an, ihr habt eine Freundin namens Emma und die eröffnet einen Hundewaschsalon. Da Emma nicht besonders kreativ ist, nennt sie ihren Hundewaschsalon Emmas Hundewaschsalon. Die Schreibweise ist korrekt, denn ein Apostroph steht nur beim Genitiv von Namen, die auf S oder einem S-Laut enden. Ihr erinnert euch an den Genitiv, den Wessen-Fall. Wie in wessen Waschsalon ist das? Es ist Emmas Waschsalon. Würde der Waschsalon nicht Emma gehören, sondern beispielsweise Lars, müsste es heißen Lars Hundewaschsalon. Hier steht der Apostroph am Ende des Namens. Wichtig, am Ende und nicht etwa mittendrin. Mittendrin wird der Apostroph gesetzt, wenn es sich um Auslassungen im Wortinneren handelt. Zum Beispiel bei gängigen Abkürzungen wie Kudamm für den Kurfürstendamm in Berlin oder bei Abkürzungen von Städtenamen wie hier bei Mönchengladbach. Wird nichts ausgelassen, steht auch kein Apostroph. Aber zurück zu Emmas Hundewaschsalon. Was Sprachkritiker stört, ist Folgendes. Will Emma zur Eröffnung ihres Waschsalons ein Schild anbringen, auf dem steht Emmas Hundewaschsalon, so ist diese Schreibweise nach aktuellem Stand korrekt, obwohl der Name Emma weder auf S noch auf einem S-Laut endet. Korrekt ist sie aber nur, da es sich um ein Gewerbe handelt, das öffentlich beworben wird. Die Stammform, also der Name Emma, kann hier mit dem Apostroph verdeutlicht werden. In allen anderen Fällen steht aber kein Apostroph. Emmas Hose ist also nach wie vor falsch. Die zunehmende Verwendung des Genitivapostrophs in Fällen wie Emmas Hundewaschsalon sehen viele Sprachwissenschaftler kritisch. Sie reden vom Sieg des Deppenapostrophs und meinen damit, dass sich die deutsche Sprache zu sehr an das Englische anpasst, wie es auch bei Anglizismen passiert, also Lehnwörtern aus dem Englischen. Inspiriert sind diese Schreibweisen nämlich in erster Linie durch bekannte Markennamen.
Bei Firmenschildern und Eigennamen handelt es sich um Ausnahmen. Da stellt sich uns doch die Frage, woran erkenne ich einen Deppenapostroph? In welchen Fällen ist der Apostroph ohne Wenn und Aber falsch? Zum Beispiel bei Verschmelzungen von Präpositionen, das heißt Verhältniswörtern, und dem neutralen Artikel das. Also wenn aus durch das Tal durchs Tal wird. Und so heißt es auch ans, aufs, fürs und nicht ans, aufs, fürs. Hier setzen wir keinen Apostroph. Wenn ihr euch also etwas fürs Leben merken wollt, dann merkt euch fürs Leben. Vielleicht habt ihr den Deppenapostroph auch schon beim Imperativ gesehen, also bei der Befehls- oder Aufforderungsform. Mach mal die Tür zu! Der Imperativ der zweiten Person Singular von dem Verb machen lautet eigentlich mache. Der Deppenapostroph kennzeichnet hier das fehlende Endungs-i. Dieses wegfallende e gilt heutzutage aber als regelkonform. Deswegen steht hier kein Apostroph. Ihr sagt ja auch lass mich in Ruhe und nicht lasse mich in Ruhe, oder? Dasselbe gilt übrigens auch für Verben in der ersten Person Singular. Ihr kennt vielleicht das Märchen Rumpelstilzchen und den bekannten Vers heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. In älteren Ausgaben findet ihr vielleicht noch die Schreibweise mit Apostroph. Heute würde man ihn weglassen. Der sogenannte Deppenapostroph findet sich oft beim Plural, zum Beispiel bei Autos oder Fotos. Und sogar besonders oft beim Plural von Anglizismen. Wenn ihr im Kino um die Ecke Snacks statt Snacks kaufen könnt und dazu Drinks statt Drinks, seid ihr ihm bereits begegnet. Auch beim Plural von Abkürzungen habt ihr ihn schon gesehen, wenn ihr euch CDs oder DVDs besorgen wolltet. Die Regel besagt, beim Plural werden keine Apostrophe gesetzt. Auch nicht bei Lehnwörtern oder Abkürzungen. Manchmal findet ihr den Deppenapostroph auch in Wörtern, die auf s enden, bei denen aber gar nichts ausgelassen wird. Nirgends, mittwochs. Der Apostroph ist hier vollkommen fehl am Platz. Auch beim Plural von Nudel wird nichts ausgespart. Nudel Apostroph n? Schauen wir uns also unsere Beispielsätze vom Anfang noch einmal an. Vor Willis Würstchenbude. Wir haben gelernt, der Apostroph kann weg, kann aber auch stehen bleiben, da wir es hier mit einem Firmenschild zu tun haben, auf dem die Stammform des Namens betont werden darf. Einem Bahnhofsrestaurant stehen stets. In beiden Fällen wird nichts ausgelassen, die Apostrophe sind also falsch. Viele Autos. Auch hier kommen die Apostrophe weg, denn es werden keine gesetzt, nicht beim Plural und nicht bei Abkürzung. Sarahs Schwester. Ohne Apostroph, da der Name nicht auf S oder einen S-Laut endet. Ist hier fürs Leben gern. Bei Verschmelzung von Präpositionen und Artikeln entfällt der Apostroph ebenfalls. Mittwochs nimmt sie immer das Mittagsmenü. Auch hier wird nichts ausgelassen, also sind die Apostrophe falsch. Ich habe vor einer Weile schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr Apostrophe richtig setzt und worauf ihr dabei achten solltet. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, schaut da gerne noch mal rein. Achtet mal drauf, ob ihr im Alltag Deppenapostrophe entdeckt und postet dann eure Beispiele einfach mal in die Kommentare. Ja, das war's auch schon. Ich freue mich drauf. Bis bald.